So, da kommt unser Auto. Hallo liebe Freunde. Wir machen das ja immer so. Vorher wird alles gecheckt, dass wir nicht liegen bleiben, dass alles gut funktioniert. Das ist diesmal ein Elvis 25 SB mit einer super Trompete, kommt der Herr, und super Sound. Ein wunderschönes Auto. Hier kommen unsere beiden Jungs aus dem Service. Das ist Tom und das ist Franz. Wir haben ihn gefahren. Alles okay mit dem Auto soweit? Läuft der Ast rein? Geht super, macht Spaß, macht Trompete, hat Power. Also darauf kommt es an. Schaut euch hier mal an, das ist ein Tourer aus dem Baujahr 1938. In einem tollen Zustand. Der Wagen ist bekannt in den Clubs und in der Szene über Jahrzehnte. Der hat 30 Jahre einem Engländer gehört, ab 1967. Dann ist er verauktioniert worden, versteigert worden nach Deutschland, deutscher Besitzer. Der hat ihn auch 20 Jahre lang besessen. Jetzt können wir ja mal kurz drum herum gehen, wie er eigentlich aussieht. Also ist wirklich ein wunderschöner Wagen. Schaut euch das an, in Weinrot. Elvis, der tolle Adler vorne drauf als Kühlerfigur. Hier ist das Elvis-Logo und das war der mit der stärksten Maschine. 3,6 Liter Hubraum, hat fast 110 PS. Maschine ist überholt worden vor circa 8 Jahren. Also es ist an dem Wagen alles gemacht worden. Vor 20 Jahren ist er auch restauriert worden. Insgesamt immer wieder Stück für Stück, peu à peu, ist alles gemacht worden. Der Zustand ist toll. Also er hat graue Speichen, könnt ihr sehen. Ein wunderschönes, verdecktes Reserverad. Und was der jetzt kann und wie er sich fährt, das zeigen wir euch jetzt. So, auf geht's. Ja, andere Seite ist ja Rechtsgelenk. Ja, das ist ein Elvis Speed 25 aus dem Baujahr 1938. Ich weiß von dem Wagen, also wir haben ihn selbst schon mal verkauft und früher gab es auch schon mal Bilder von dem Auto von uns. Derjenige hat sich jetzt noch ein anderes Vorkriegsauto gekauft. Aber das Auto ist in der Szene bekannt als hervorragend. War jetzt insgesamt 25 oder 27 Jahre schon in Deutschland. Also man muss sich mal vorstellen, er wiegt ungefähr 1,6 Tonnen und war 160 Kilometer schnell. Das ist ein 6-Zylinder-Motor in Reihe mit ungefähr 110 PS. Das ist eine Wahnsinnsgeschwindigkeit für so einen Tourer zu der Zeit, ohne Kompressor wohlgemerkt, das hat er gar nicht. So, der Sound ist also erheblich, kann man hören. Schaltet sich sehr, sehr schön. Es ist zwar ein Rechtslenker, aber ist wirklich überschaubar. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie das mit der Bremse, ja, Bremse geht auch gut. Man muss ja mal gucken, dass, wenn es zur Sache geht, das richtige Pedal tritt. Es hat schon mal jemanden gegeben, der ist von hinten mit dem Bentley durch den Supermarkt gefahren, weil er Bremse und Gas verwechselt hat. Also soll uns nicht passieren. Aber es ist ein tolles Auto. Also alleine, wenn man hier drin sitzt, schaut euch mal diese mächtige Front an da vorne. Dieses tolle Logo, der sich herabstürzende Adler von Elvis, dann diese wunderschönen Lucas-Lampen, die wir jetzt ja von hinten sehen, die großen Chromtöpfe. Links und rechts, das waren die klassischen Begrenzungslichter, die es bei allen oder bei fast allen englischen Autos seinerzeit gegeben hat. Und das Tolle an dem Auto ist, dass der wirklich losgeht. Also ich sag mal, was wir feststellen, die letzte Zeit, Vorkriegsautos erfreuen sich an der zunehmenden Beliebtheit. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das mehr und mehr als Kunst erkannt wird, was es ja auch ist. Das sind ja wirklich Kunstobjekte, die sind ja so dermaßen wunderschön, diese Autos. Und wenn der Wagen technisch im guten Zustand ist und noch einigermaßen Kraft hat und ihr euch so ein bisschen eingewöhnt habt beim Fahren, da kann man sowas herrlich bedienen. So, ja. Ah, die Leute freuen sich. Das ist so herrlich, was? Das haben wir oft, wenn wir hier unsere Runden drehen. Die meisten kennen uns ja. Und ich sag mal, gerade das sind ja hier viele bäuerliche Gegenden, Betriebe in der Gegend. Die sehen ja oder haben früher solche alten Autos nicht gesehen. Aber ich kann euch sagen, seitdem die uns rumfahren sehen, das finden die total toll. Da kommt echt Sympathie rüber. Also in den letzten Kommentaren hieß es mal, ich sei da arrogant als Hamburger. Ach was, überhaupt nicht. Ich nehme das so, wie es ist und ihr dürft auch nicht alle Worte von mir mal so hoch aufhängen. Immer mal die Hälfte tiefer hängen. Das ist alles nicht böse gemeint. Wir haben hier Spaß und Freude. Und wenn man die bayerische Landjugend, wenn die uns zuwinken, dann sage ich einfach so, wie es ist. Und das freut mich. Also das ist überhaupt nicht diskreditierend gemeint in irgendeiner Form, sondern wir haben Freude. Ja, also das Erste, was ich jetzt merke, er fasst sich gut an, er lenkt sich auch gut.
Ein riesiges Bakelit-Lenkrad. Es scheint noch das Originale zu sein. Boah, er klingt. Er hat eine riesen Trompete. Oh, der hat aber echt einen Sound. Was geil. Klasse. Sollen wir mal einen Bremsentest machen? Ja, der bremst wirklich gut. Also kann man gut mit anhalten. Gut, ich meine, wie das so bei diesen Vorkriegsautos ist, so ein super gerader Auslauf hat er natürlich nicht. Das muss man wissen. Also wenn man sich da so, wenn ich immer eine Viertelstunde gefahren bin mit so einem Wagen, dann weiß ich, wie er geht. Der läuft toll. Er hat ja eine 6-Zylinder-Maschine, braucht nur 15 Sekunden bis 100. Also von den Werten her ist es ein Nachkriegsauto und zwar ein sehr, sehr sportliches. Das ist ein Wagen, da könnt ihr jede Veranstaltung mitfahren. Und da diese Autos unter 300.000 € kosten, ist das auch bezahlbar. Also wenn ihr euch einen vergleichbaren Bentley holt oder irgendwie sowas, ist das in der Regel viel, viel teurer und mehr Leistung habt ihr trotzdem nicht. So ein Alvis ist herrlich, das ist ein Sympathieträger und hier ist die Historie. Hier passt wirklich alles an dem Wagen, was ich klasse finde, was auch sehr, sehr selten ist. Ne? Ja, hier silberner Scheibenrahmen, hier vorne kleine Scheibenwischer, hier mit Motor, direkt vor der Nase. Jetzt machen wir mal hier eine schöne Biege auf unserer herrlichen Wiese. Das haben wir neulich schon mal gemacht mit dem Horch. Oh ja, er lenkt sich auch gut, aber hat halt einen größeren Wendekreis. Also rumkommen tun wir jetzt nicht damit. So, das ist der Rückwärtsgang vorne links. Oh ja, funktioniert auch. Also eins kann ich jetzt schon sagen, der Wagen ist sehr gut handhabbar. Das ist nicht bei allen der Fall. Übrigens hier in der Mitte Feuerlöscher in Silber. Ob die wirklich ihren Dienst verrichten, weiß ich nicht, aber schön aussehen tun sie. Ach, guck mal, was das hier herrlich ist. Ja, jetzt gehen wir mal um unseren Alvis herum. Wir müssten ihn irgendwo ausmachen können. Ne? Wo ist denn der Schlüssel? Gut, aus hat ihn Paul bekommen. Mal sehen, ob wir ihn wieder ankriegen. Hier die kleinen Schlösserchen, das war damals so. Schaut mal, hier ist doch nett. Tür natürlich nach vorne zu öffnen, immer schön vorsichtig sein. Dann hat er hier diese schöne Scheibe, die kann man verstellen hier vorne. Das könnt ihr sehen. Also das heißt, die Neigung kann sportlich verstellt werden. Und wenn man das öffnen möchte hier, das ist die Klimaanlage der 30er Jahre, dann macht man das so. Nee, wo rastet das denn ein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hier wieder festmachen. Ne? Ah, man dreht das wieder fest. Guck mal hier. Hält bloß nicht. Das muss man wahrscheinlich bei beiden Teilen machen. Ne, andersrum. Ja, guck mal hier. Das ist doch absolut ein tolles Prinzip. Ja, hier mal kurz zu unserem schönen Armaturenbrett. Man sieht auch im Detail, das ist wirklich ein schönes, authentisches Armaturenbrett. Hier vorne habt ihr die Ladung, die wir haben bei der Batterie. Er geht bis 5000 Umdrehungen. Also ich schätze mal, bis 3,5 kann man ihn drehen. Dann ist auch wirklich gut. Hier Öldruck und hier ist der... Was ist denn jetzt hier überhaupt? Nein, das sind ja Meilen hier, so ein Blöden. Nee, ist schon richtig. Also wir fahren nach Gefühl. Dann ist ja das Ding auf der falschen Seite. Ja. Das kann doch nicht sein. Ja, wieso? Das ist der Geschwindigkeitsanzeiger. Ja, natürlich, das ist der Tachometer, du hast ja recht. Also hier eine herrliche englische Uhr. Kommen wir mal lieber auf die Uhr zu sprechen, das ist vielleicht besser. Als wir den jetzt wieder bekommen haben, dachte ich, klasse. Weil damals, als wir ihn verkauft haben, da konnten wir keine Filme drehen. Nur das können wir mittlerweile. Und das ist natürlich schön, so einen Wagen mal echt auf der Straße zu zeigen, wie er wirklich geht und funktioniert. Ja, also interessant ist, das ist eine sehr, sehr niedrige sportliche Erscheinung. Er hat ein synchronisiertes Getriebe, was wirklich nicht alle hatten aus der Zeit, hatte eine Einzelradaufhängung und der Bremskraftverstärker war auch dabei. Und das haben wir eben gerade gemerkt, wenn man da drauf tritt, der zieht also richtig. Dann hat er diese wunderschönen originalen 4 Speichenräder, wobei die auch revidiert wurden, das weiß ich. Und man hat auch die besten Reifen drauf getan, die es eigentlich gibt dafür. Das sind die originalen Schelin-Reifen, ja. Nee, Michelin, ne? Oh Gott, heute ist kein guter Tag. Ja, das ist, wenn man nicht mehr richtig gucken kann. Na egal, also... Oh Gott, ja, das war echt herrlich. Aber das sieht doch wieder mal toll aus hier, nicht? Ist vielleicht ganz interessant zu wissen, dass die Firma Alvis damals nur einen Rahmen gebaut hat, einen Stahlrahmen mit ganz schweren Trägern an der Seite, Achsen und so, und die Karosserie haben dann Fantenplas oder Cross Ellis, also Cross Ellis Karosse, das ist unseres übrigens, finde ich, die schönste von allen. Davon sind 39 Stück gebaut worden. Insgesamt gab es von dem Auto, das ist ein 25 SB,
knapp 300 und es sind sehr, sehr viele noch vorhanden, weil die einfach toll zu fahren waren. Man sitzt tief, der Wagen hat einen tiefen Schwerpunkt, der fährt auch gut, den hat man gut in der Hand und Platz hat er außerdem. Schaut euch das mal an. Hat zwar bloß 2 Türen, aber da können 4 Leute herrlich mitfahren. Hat ein schönes großes Verdeck hinten drauf und wie ich meine, eine wunderschöne Form. Das ist so ein richtig toller Oldtimer. Das ist übrigens Quatsch, 2 Türen sind 4 Türen. Hier, da kann man also hinten dann einsteigen. Bitte sehr. Und das ist herrlich Platz dahin. Hat schöne Schalensitze hier vorne. Das Leder ist vor 25 oder 30 Jahren wieder gemacht worden, aber ist schon wieder schön patiniert. Aber da ist nichts kaputt an dem Auto. Und dieses Weinrot ist eine wunderschöne Farbkombination. So, zack, geht gut. 1,6 Tonnen ist nicht wenig, aber durch diese starke Maschine mit 3,6 Litern und 6 Zylindern geht er richtig gut zur Sache. Das hat man eben gemerkt und was ich sehr schön finde, er hat einen super Sound. Übrigens hier die silbernen Buchstaben Great Britain, Großbritannien, da kommt er her, da ist er geboren im Jahr 1938. So, jetzt noch mal eine Kleinigkeit, die aber wichtig ist. Wenn ihr in Vorkriegs-Oldtimer einsteigt, ich sehe viele Leute tun das Bein da zuerst rein, das ist falsch. Man muss immer mit dem linken Bein außen herum so unten vorbei und dann kommt ihr in jeden Vorkriegsklassiker, auch wenn der noch kleiner ist, gut rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird oft falsch gemacht. So steigt man in den Klassiker ein, in den Vorkriegsklassiker insbesondere. So, ja, kommst du wieder vorbei bei uns? Ja, man hat ja keine Zeit. Ah ja, ah ja. Man ist ja so im Stress. Ja, wir sind ja oft da. Also ich würde mich freuen. Mach ich schon. Ja, wunderbar. Also, wenn es was gibt, melde ich mich. Englische Autos. Servus. Servus. Das war gut gefilmt eben. Ja, das war doch gut. Das war sehr, sehr schön. Ja, alter Bekannter gerade von uns, der über Jahrzehnte drin ist, der kennt sich bei allem aus. Gerade bei englischen Autos und so bekannte, also so bekannte Freunde aus der Nachbarschaft, die brauchen wir natürlich, weil alles können wir nicht wissen. Ihr wisst ja, wir drehen auch mal neue Bugattis und ich weiß nicht was noch alles. Alles, was wir spannend finden, ist dabei. Und brauchen natürlich auch oft auch den Rat von wirklich guten Leuten, die sich auskennen. Aber das ist es ja, was es ausmacht, ein gutes Netzwerk am Ende. Oh, der fährt aber schön, ne? Also das ist richtig ein Vorkriegsklassiker, so nach meinem Gusto. Hat einen tollen Sound, klingt super und hat vor allen Dingen auch PS. Wollen wir mal gucken hier. Oh, geht aber richtig schon, merkst du das? Läuft klasse. Schaltet sich auch gut, ist ja wie gesagt synchronisiert. Nichts mit Zwischengas, finde ich ganz, ganz wichtig. Können also auch Frauen gut fahren. Man muss sich so ein bisschen mit den Pedalen immer aufpassen. Bei Vorkriegsautos stehen die Pedale enger zusammen. Also man ist gut beraten, nicht so große Schuhe anzuhaben. Meine sind heute fast ein bisschen zu groß fürs Fahren. Geht aber gerade so, muss halt vorsichtig sein. Ja. Also wie gesagt, Karosserie von Cross & Ellis. Die Maschine ist aus Stahl und hat Aluminiumkolben, 3,6 Liter, ungefähr 110 PS und ist aber wirklich drehmomentstark, zieht auch toll durch. Das merkt man jetzt auch im dritten Gang, der schiebt herrlich an. Das ist ein Auto, was man wirklich fahren kann und damit fährt man ja eigentlich was viel Schöneres und Selteneres als ich sag mal zum Beispiel 190 SL oder irgendwie ein Mercedes aus den 50er oder 60er Jahren. Das ist ein richtig toller englischer Klassiker. Macht mir persönlich Spaß. Das ist so richtig die alte Zeit und an die Front. Wenn man sich das da vor uns anguckt, wie schön das aussieht, ist faszinierend. Also gibt da ein tolles Gefühl, man so richtig Autofahren pur. Und ihr wisst ja unser Thema, Freude am Auto, Freude am Leben. Mit so einem Auto kann man das haben. Und ich bin der Meinung, der kostet ja deutlich unter 300 für verhältnismäßig einen interessanten Einstiegsbetrag. Denn wenn man nur einen Klassiker hat und sagt, mit dem möchte ich alles machen, möchte ich Rallyes mitfahren, Veranstaltungen, Konkursveranstaltungen, ist das der richtige Autos. Die haben damals übrigens Rennen gewonnen damit, weil diese Maschine unschlagbar gut war, auch wirklich toll lief und Dampf hatte. Also schon fast ein Renngerät, kann man sagen, zur damaligen Zeit. Gebaut wurden die von 1936 bis 1940.
also 4 Jahre lang. Und die Vorgänger, die hatten ein bisschen weniger Kraft, das war dann der SB20. Das ist sein Nachfolger hier, der hört auf den Namen SB25 von Alvis. Hat eine 3-Vergaseranlage, was eine Menge war. Und ich sag mal so, der Verbrauch bei so einem Auto schätze ich mal auf 15, 16, 17 Liter. Das muss er haben. Gut ist halt der große Nutzen, also nicht nur der Spaßfaktor. Man kann Leute mitnehmen, man kann Gepäck mitnehmen, das ist auf Veranstaltungen manchmal sehr, sehr wichtig. Der läuft wirklich toll. Ne? Wir haben ein schwarzes Auto mal gehabt, den haben wir nach Australien verkauft. Also Liebhaber für diese Leute gibt es weltweit. Und das verteilt sich, wenn man überlegt, unter 300 Autos so ungefähr 280 sind gebaut worden, das ist ja nicht viel. So, jetzt muss ich mal gucken, ich kann nicht da hinten gucken. Ist da jemand hinter uns? Oh, ja, halt mal einen Arm raus. Ja. Nicht, dass da einer überholt. So, mal gucken, wie er den Berg hochgeht. Naja, aber es zieht schön, merkt man schon. Lässt sich auch gut scheinen. Selbst im 3. Gang schiebt er wieder an. Also das finde ich toll. Das sind hier. Jetzt hat das Gaspedal gehangen gerade. Da hing das Gaspedal. Oh. Ja, alles okay. Aber selbst im 3. Gang schiebt er hier voll die Berge nach oben. Die Steigung ist erheblich, die wir hier haben. Weil Laufen tut der klasse. Also hier bin ich schon langsamer hochgefahren. Schönes Auto zum Fahren. Ja, wie gesagt, schalten tut der Wagen sich hervorragend. Die Bremsen sind klasse. Sind natürlich noch Trommelbremsen, Scheibenbremsen hat er keine. Aber mit Bremskraftverstärker, also man merkt, dass der technisch wirklich auf einem guten Stand ist. Und da die Autos ja nur bis 1940 wegen des Krieges gebaut wurden, erst eine 38er, also ist praktisch direkt vorm Krieg dann produziert worden. War auch der letzte Vorkriegsstand, den es dann eigentlich auch gab. Also Bremsen tut er klasse, er tritt. Also es gibt eine Menge Vorkriegsautos, wo man ganz anders reintreten muss und da kommt gar nichts. Die Bremsen finde ich sehr gut hier bei dem Auto und das ist sehr wichtig. Sehr schön vorne der verdeckte Reservereifen, auf der linken Seite kann man gut sehen. Dann die kleinen Scheibenwischerchen. Müssen wir mal gucken, wie die in Werk. Muss irgendwo elektrisch gehen, ne? Das Fahren ist natürlich immer eine Aufgabe beim Vorkriegsauto, aber es macht einen Riesenspaß. Jedenfalls ist man damit nicht untermotorisiert, er zieht gut durch. Man sitzt total in dieser wunderschönen Landschaft, Natur, man atmet das ein, ich nehme das auf und das gibt mir halt Kraft und Freude für morgen. Ich habe nur noch das große Glück, dass ich jeden Tag sowas bewegen kann. Dann guck mal, wie der hier hochgeht. War super Sound. Und er schiebt richtig an hier. Ah, klasse. Ja. Also mit dem Auto kann man auch längere Reisen machen. Und ist verhältnismäßig entspannt. Die Schalensitze, die wir haben, geben einen guten Seitenhalt. Man rutscht nicht rum oder so. Ist toll gemacht. Schöner Wagen zum Fahren. Ja, 1938, was ja bedeutet,
Das Auto ist mittlerweile über 80 Jahre alt. Die Firma Alvis ist legendär. Ist damals eine sehr, sehr erfolgreiche Marke gewesen und für meine Meinung, für meine Begriffe, ist auch wirklich schönes Auto. Wirklich schöner Vorkriegsklassiker. Und laufen tun die herrlich, die Autos. Wenn die gut in Ordnung sind, sind das ganz tolle Fahrzeuge. Haben wir jetzt hier in Beuerberg stehen, haben wir gerade bekommen. Verkauft haben wir ihn schon mal vor ungefähr 5 Jahren. Der hat sich jetzt einen Kompressor-Mercedes zugelegt, soweit ich weiß. Aber weiß, ob er ihn nicht vermisst hier. Das ist wirklich schön zu fahren. Er fährt sich viel leichter als ein Kompressor-Mercedes. Und er hat Power, also ist schon wirklich beachtlich. Er hat wirklich Power. Dazwischen ohne Zwischengas synchronisiert kann man runterschalten. Sehr, sehr angenehm bei dem Wagen. Also er fährt sich verhältnismäßig leicht und einfach. Und man hat dieses klassische Vorkriegsgefühl. Das ist sehr schön. So, dann sollen Franz und Thomas mal kurz... die Haube öffnen. Jetzt zeigen wir euch noch die Maschine. Ganz interessanter Motor. Achso, wie kriegen wir den dann wieder an? Machen wir aus, ne? Tja, das war die Probefahrt mit unserem Elvis, ungefähr 20 Kilometer. Ein Auto, was wirklich Spaß macht. Also wer Lust hat auf einen tollen Vorkriegsklassiker, der bezahlbar ist, hier habt ihr den Wagen, das richtige Auto. Toller Wagen. Ja, also jetzt zeigen wir euch nochmal einen Motor. Tom und Franz öffnen mal ganz kurz die Haube, hat so wunderbare Dreh- und Drückverschlüsse. Genau. So, schaut mal hier rein, das ist die Original-Alvis-Maschine mit 6 Zylindern, 3,6 Litern. Hat er wirklich Power und ihr seht, dass da viel dran gemacht ist. Die Originalplaketten sind vorhanden hier vorne, die Werksplaketten. Ansonsten ist da technisch sehr viel gemacht worden an dem Auto. Ist immer gut in Wartung gewesen, Maschine ist überholt worden. Das gesamte Auto ist mal gemacht worden vor ca. 20 Jahren. Ist ein sehr, sehr gepflegter, authentischer Oldtimer. So, ja, liebe Freunde, das war unsere Probefahrt mit dem Alvis auf ein neues. Morgen geht's weiter, Wetter ist gut. Hier Vorkrieg, ich glaube, dabei bleiben wir die Woche, da kommt noch einiges. Also bis zum nächsten Mal, euer Stefan. Bis dahin und ciao.